Hallo, herzlich willkommen zu Folge 3 des Rhythmusgitarrenkurses. Ich freue mich sehr, dass ihr live dabei seid. Und erstmal ein herzliches Hallo an euch alle. So, jetzt gucken wir mal, wer alles da ist. Livestream. Sehr gut. Hallo. Es sieht so aus, dass ich heute schon den ganzen Tag Ausfälle habe, was das Web angeht. Ich habe jetzt tatsächlich über mein Mobiltelefon eine Verbindung hergestellt, sicherheitshalber. Das bedeutet, wenn jetzt das Netz ausfällt, würde es, hoffe ich, gleich umschalten auf die Verbindung meines Mobilnetzes. Ja, gib mir mal ein Feedback über Bild und Ton und dann schauen wir doch gleich mal in den Chat. Super, da ist alles voll. Hallo Karl-Heinz, Jörg, Christian, hallo, Grüße an euch alle. Super, Rudi, hallo Manu, Hallöchen. Klasse, ich hoffe, ihr habt eure Gitarren am Start. Also hier habe ich noch geschrieben, ich habe alle 10 Minuten Internetausfälle. Und jetzt schauen wir mal, wie das heute funktioniert. Na, ich hoffe, dass es mal eine halbe Stunde jetzt durchhält. So, super. Ist kein Hallo. Super, ich bin da. Super, Bild und Ton super. Am Guitar Summit bin ich am Sonntag präsent. Also wenn wir uns dort treffen wollen, dann am Sonntag. Ne? So, without further ado, sagen die Amis immer, lasst uns rangehen und uns hier ja, Spaß haben. Ich hoffe, das Bild ist hell genug. Ja, sieht gut aus. Also, wunderbar. Letzte Stunde hatten wir Begleitung. Ich habe euch gezeigt, wie man die Begleitung macht mit dem Power Chord. Und wir haben über die Septimakkorde gesprochen und wie man die dann auf der Gitarre verschieben kann. In Folge 3 geht es von Blues Shuffle hin zum Rock. Und warum Blues Shuffle? Und das ist so. Der Shuffle-Rhythmus hat die Basis gelegt der ganzen modernen Gitarrenbegleitung. Das ist vielleicht für den einen oder anderen jetzt nichts Neues. Der denkt vielleicht, viele bezeichnen diesen als bescheidenes Blues-Shuffle oder als Klischee. Aber es ist vielleicht der wichtigste Gitarrenriff von allen und auf jeden Fall das wichtigste Jam-Session-Futter, wenn du mit deinen Freunden zusammen jammen möchtest. Und es ist auch ziemlich einfach. Wir benutzen den ersten Finger, wir spielen auf 2 Seiten und für die nächsten beiden Bünde gehen wir auf den 3. Finger und wir können noch einen Bund weitergehen. Also das ist nicht so schwer. Wir können mit dem kleinen Finger spielen, wir können aber auch hinüberrutschen und das Spielen. Wichtig ist, dass wir erstmal nur nach unten spielen mit Downstrokes, weil das einfacher ist. Und wir gehen heute durch Blues-Shuffle-Varianten, weil das ist ein Standard. Okay? Und diese Groove, dieses Feeling mit ein paar Varianten, wir schauen uns ein bisschen die erweiterte Variante der Standardbegleitung an, wie das gespielt wird, ja, Delta, Chicago Blues, nichts Kompliziertes und schauen uns dann eine Variante an, wie sie Stevie Ray Vaughan, der ein Wahnsinns-Rhythmusspieler war, gespielt hat und gehen dann über zu dem Boogie-Rhythmus, Boogie-Woogie und ihr werdet feststellen, wie viel wir mit diesen mit diesen Positionen hier unten alles rhythmisch spielen können und wie toll das Ganze klingt. Es macht einen Heidenspaß. Dann geht es über zu der Verbindung des Grundakkordes mit dem Quartenakkord, wie es sehr, sehr stark im britischen Rock von Keith Richards verwendet wird. Ich rede ein bisschen über das offene Tuning und dann geht es auch schon hinüber zum Boogie und wir reden dann ein bisschen über Rockgitarre heute.
Also das zur Einführung, ihr Lieben. So, wunderbar. Jetzt gehen wir in diese Ansicht hier und schauen, ob alles klappt. Servus an alle, die noch hinzugekommen sind. Und ich freue mich sehr. 130 Zuschauer, das ist sehr, sehr gut. Sehr, sehr schön. Also hier habt ihr in der Ansicht, hoffe ich, könnt ihr alles erkennen. Ich schiebe das noch ein bisschen rüber. Und dann geht's los. Also, jetzt reden wir über Nummer 1, über den Standard Shuffle. Den spielen wir wieder wie in der letzten Stunde über einen 12-Takt Blues. Wir bleiben in A. Wir haben also A, die zwei Seiten hier, das ist dein A-Dur-Akkord, einfach so gespielt. D-Dur, die D-Seite mit dem Finger im zweiten Bund und E-Dur, die E-Seite mit dem Finger im zweiten Bund. Das erste, was wir jetzt machen, na, alles gut hier? Das erste, was du jetzt machst, ist, dass du einfach nur den Finger hier in den zweiten Bund legst, hinten ein bisschen abdämpfst und das so spielst. Also gehen wir mal hier in die Nahaufnahme der rechten Hand, dann kannst du das gut sehen. Also hier abdämpfen. Und der Standard Shuffle, der geht so. Du spielst mit dem Zeigefinger im zweiten Bund und dann hier mit dem Ringfinger im vierten Bund auf der D-Seite. Und zwar, wir haben Achtel, wir kommen also auf 8 Schläge pro Takt. Alles mit Downstrokes. Leicht abdämpfen und mal mit mir zusammen spielen. 2, 2, 4, 4. Okay, 2 hier, die leere A-Seite. Hier schön abdämpfen. Offen würde es so klingen. Und wir gehen mit der Hand leicht vor die Brücke, nicht zu weit nach vorne, genau hier hin. Und spielen dann 2, 2, 4. Das ist der Standard. So, Shuffle bedeutet, es ist immer so leicht hinterher. Es hinkt also ein bisschen. Es wird nicht gespielt gerade, sondern du erreichst damit dieses Feeling. So, was ich jetzt machen muss, ihr müsst mich kurz entschuldigen, ich muss mein Mobiltelefon ein bisschen weglegen von den Boxen. Das gibt mir nämlich hier Einstreuungen. Und das habe ich gerade gemerkt. Gell? Das ist ja live, also ihr habt sicher Verständnis. Okay. Also. Das ist A. Dann gehen wir runter auf D. Wieder A. Dann hoch auf E. D. A. Und diese Begleitung ist der absolute Basis-Riff, was Gitarrenbegleitung angeht. Diese Form, das ist das Standard. So, das übst du, wenn du die Serie vollkommen durchgehst, von Episode zu Episode, hast du am Ende der 10 Folgen einen kompletten Überblick über die wichtigsten Basisrhythmen. Nun, in die Vertiefung dieser Rhythmen kannst du gehen, weil ich werde ja immer wieder die ganzen wichtigsten Musiker, die das geprägt haben, natürlich erwähnen. Ja. Und hier natürlich, das sind die alten Blueser, angefangen von Muddy Waters mit Hoochie Coochie Man und die ganzen Blueser, die eben mit diesem Shuffle hier, gehen wir zurück bis Robert Johnson, die moderne Musik geprägt haben. Jetzt machen wir den zweites Beispiel, Extended, also die ausgebaute Version
dieses Shuffles. Und wir bleiben immer noch auf 2 Schlägen pro Finger. Und jetzt hast du 2 Möglichkeiten. Entweder gehst du auf die nächste Note hier mit dem kleinen Finger oder du slidest, wie das sehr, sehr viele Blueser machen, einfach mit dem Ringfinger ein Bund nach rechts. Du kannst es als Training sehen für den kleinen Finger. Oder einfach mit dem Ringfinger rübergehen. Das ist die Extended Shuffle Version. Also, nochmal, wir sind in A, spielen 2, 2, 4, 4, 5, 5, 4, 4. Das hast du zum Beispiel bei Hoochie Coochie Man. Gypsy woman told my mama before I was born, got a boy, try coming und so weiter. The Hoochie Coochie Man, 'cause you know I'm here. Everybody knows I'm here. And I'm the Hoochie Coochie Man. And everybody knows I'm here. Got a black cat bone und so weiter. Ne? Also, und diese Extended-Variante, die bringt einfach einen neuen Flair rein. So, in der nächsten Stufe, also in der Variante 3, spielen wir 2, 2, 4, 2. Also das war jetzt 2, 2, 4, 4, 5, 5, 4, 4, 2, 2. Okay? In der nächsten Variante spielen wir die 4 nur einmal. Da musst du dir das so vorstellen, wenn das Schlagzeug spielt und die Snare kommt, dann wollen wir die 4 nur auf die Snare spielen. Also das ist dann dieses Beispiel hier. Eins, 2, 3, 4. Und das kann man dann auch schon ein bisschen mal schneller versuchen. Das ist ein Standard, den du immer wieder bei John Lennon zum Beispiel gehört hast. Ja? Der ein super Rhythmusgitarrist war. Ne? Georgie was a man, Johnny was a loader, but he knew it wouldn't last. Georgie left to show me jocks in Arizona for some California grass. Get back, get back, get back to where you once belonged. Also auch da, von John Lennon kann man sehr, sehr viel lernen. Diese beiden Gitarristen waren sozusagen das erste Gitarrenduo, er und George Harrison, noch vor den Stones, die wirklich eine ganz, ganz tolle Rhythmusgitarrenarbeit abgeliefert haben. Ganz große Vorbilder von mir, war meine Lieblingsband in meiner Kindheit. Und später wurde es dann ein bisschen härter. Ne? Dann kamen die Stones, dann kam AC/DC. Oh, das war megamäßig. Ne? Also, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ne? 1, 2. Also mit 3 meine ich jetzt die Betonung auf die 3. Aber spielen tun wir 2, 2, 4, 2. Und damit kannst du mordsmäßig Spaß haben. Alles nach unten, schön Spaß haben damit. Das ist nicht schwer.
Super. Jetzt zeige ich euch eine Variante, just for fun, einer wieder erweiterten Shuffle-Begleitung. Und da gibt es viele, da kann man recherchieren und noch einige finden. Ich glaube, die wird euch auch gefallen. Es ist auch ein Blues-Klassiker, der sehr, sehr gerne verwendet wird. 2, 2, 4, 4, 2, 2, 5, 4. Also 2, 2, 4, 4, 2, 2, 5, 4. Also nochmal ganz langsam. 2, 2, 4, 4, 2, 2, 5, 4. Hört euch das mal an, wie cool das ist. Gehen wir nochmal in die Großaufnahme. Schön knackig mit der rechten Hand, locker aus dem Handgelenk. Also 2, 2, 4, 4, 2, 2, 5, 4. Und ein bisschen abdämpfen vorher und dann die 5, 4 offen und richtig betonen. Also gehen wir mal einen vollen Durchgang. So, ihr Lieben, das war eine Variante, die sehr, sehr cool klingt und ihr werdet sehen, es ist so viel möglich, du kannst sogar deine eigenen Varianten erfinden. Als nächstes zeige ich euch eine Country-Version, die von den Country-Gitarristen verwendet wird, die aber auch im Blues gut funktioniert. Also ich würde jetzt sagen Country Blues. Ja, diese Mischung gibt es und das klingt auch sehr, sehr genial. Ne? Es wird euch ganz, ganz sicher gefallen. Hat eine kleine Schwierigkeit drin, aber schauen wir mal. Ich glaube, du kannst die Herausforderung annehmen. So, was wir hier haben, ist dann 2, 2, 4, 4, 2, leere A-Seite, die 3 auf der A-Seite, ein Hammer-on auf die 4 und dann unten nochmal die 2 auf der D-Seite. Also ihr dämpft ab bis an die Stelle, wo du hier diese letzten 4 Töne 0, also leere A-Seite, 3, Hammer-on auf die 4 und die 2 spielst du offen. Also die ersten beiden. Super spaßiger Rhythmus, der ja, mal gucken, wir machen noch eine Studie der rechten Hand, dass du das siehst, wie das hier aussieht. Also 2, 2, 4, 4, 2, leere A-Seite, die 3 picken, Hammer-on und dann die 2 unten auf der D-Seite. Beobachte nur meine rechte Hand. So, das war Country Shuffle.
Also ein super Beispiel, das unglaublich viel Spaß bereitet. Und wenn du die anderen Shuffle-Variationen vorher trainiert hast und immer wieder so ein kleines Stückchen hinzufügst, dann baust du dein Repertoire aus und es wird dann richtig gut. So, ein letztes Beispiel im Shuffle-Betrieb wäre jetzt ein bisschen Stevie Ray Vaughan. So, jetzt wird das natürlich logischerweise, wenn wir über Stevie sprechen, es wird ein bisschen schwieriger. Ich habe mir jetzt das Beispiel ausgesucht von Pride and Joy, dem Klassikersong von ihm. Und ich zeige dir gleich, was die Schwierigkeit bei Stevie ausmacht. Das ist hier die rechte Hand. Und was du lernen solltest und kannst, ist bei ihm, wenn du die Saiten hier abdämpfst. Ich dämpfe also hier ab mit der linken Hand, so etwa in der Mitte im 5. Bund. Also ich lege einfach meine Finger drauf, ohne zu drücken. Also ich will also diesen perkussiven Sound, mehr nicht. Und dann spiele ich den Shuffle 1, 2, 3, 4. Ich stelle mal hier um bei meiner Sekunde. Ich stelle mal an meiner Kamera kurz etwas um. Ihr müsst mal kurz mich entschuldigen. Ich stelle das hier um auf eine höhere Framerate. Ja, mehr geht im Moment nicht. Na, sonst überträgt er nicht. Ich hoffe, dass die Leitung gut ist. Also, pass auf. So. So, jetzt machst du mit deiner rechten Hand so etwas, wie so ein Kreis. Also du spielst einfach rauf und runter. Die linke Hand liegt hier. Und dann mit meiner rechten Hand mache ich so einen Kreis. Und was ich spiele ist die leere, ich bin jetzt in E, die leere E-Seite, dann 3, 4, 2, 2 auf der A-Seite, 4 und nochmal die 2, also 0, 0, 3, 4, 2, 2, 4, 4, 4, 2, also 0, 0, 3, 4, 2, 2, 4, 2, also 0, 0, 3, 4 auf der dicken E-Seite, dann 2, 2 auf der A-Seite und die 4 auf der 2. So, das ist dieses, was man bei ihm bezeichnete als Texas Shuffle. Und er spielt mit der rechten Hand, macht er eben immer diesen Kreis über alle Seiten. So, und jetzt ist hier natürlich die Schwierigkeit verborgen in diesem Beispiel, nämlich wir müssen mit dem Zeigefinger und mit dem Rest der Hand die anderen Seiten abdämpfen. So, das ist ein Beispiel aus der Meisterklasse des Shuffles, des Stevie Ray Vaughan oder Texas Shuffle, wie man das nannte. Ne? Du musst also lernen, die Finger hier so zu platzieren, dass du die Seiten abdämpfst. Ne? Das ist ein Prozess, der länger dauert. Aber eine super Übung. So, dieses 2, 2, 3, 4, 2, 2, 4, 2 geht dann auf A. Du siehst, ich habe den Daumen oben, um die dicke E-Seite abzudämpfen. Und jetzt kommt ein H7. Und hier entweder macht er als oder, achte mal da drauf, was ich jetzt gespielt habe hier auf A, verschiebe ich von A
2 Halbtöne höher auf H. Und dann spielt er das Motiv hier. 4, 4, 4, 4, 5, 6, 4, 4, 6, 4. Ein super Beispiel, was du so üben solltest. Okay? Also. Auf A. Dann gehst du hier rüber. Und hier ist der Trick du kannst jetzt nicht die leere A-Seite spielen, also 0, 0, 5, 6, sondern du spielst einfach unten dran den Zeigefinger. 4. Und jetzt, die Schwierigkeit hier ist dann, es mit dieser Technik zu spielen. Und dann natürlich die typischen Blues-Licks. Ne? Und das kann man auch Uptempo spielen. Well, it's all about love, giving sight to the blind. Das war Texas Shuffle und das ist schon in etwa die Krönung der Begleitung im Shuffle-Rhythmus. Das sollte es jetzt mit dem Thema Shuffle gewesen sein. Und wir gehen weiter zum Boogie Woogie. Und hierzu, bevor ich dahin wechsle, möchte ich dem Gitarristen Malcolm Young von AC/DC meinen allerhöchsten Respekt zollen, denn er hat mich zum ersten Mal überhaupt an diesen Rhythmus geführt. Ne? Als ich das zum ersten Mal hörte, habe ich gedacht, wie geil ist das denn? Und der erste Song, der mich megamäßig beeindruckt hat, war Riff Raff. 70er Jahre, noch mit Bon Scott am Gesang. Wahnsinns geile Nummer. Ich schalte jetzt hier zum Sound einen Tube Screamer hinzu. Und ich gehe jetzt auf die Special hier. Man hat mir gesagt, dass ich als leiser machen soll in der Begleitung. Da wollte ich euch lieben mal fragen, ob das passt, ob die Lautstärke zwischen meiner Stimme und dem, was ihr hört, ob das passt. Das wär mir wichtig, weil ich will ja nicht zu laut sein mit dem, was ich hier spiele, und ob ihr das auch genau hören könnt, das wäre super. Also, Malcolm Young, Boogie Woogie Gitarre. Bei Riff Raff haben wir einen Oberkante Sahne Riff. Super. Dankeschön, danke Hans, danke Odis. Und ein Oberkante Riff, den ich euch und ihr seht schon an meinen Fingerbewegungen, was ich hier mache. Ich werde es jetzt ganz langsam spielen, sodass du genau gucken kannst, was ich hier mache. Okay? Bisschen leiser. So. Also. A, Power Chord. Und das ist dieser Riff von Riff Raff, dieser Boogie-Rhythmus. 0-0. Schau mal an, beginnt wieder Texas Shuffle. 0-0, 3-4.
Und dann geht er hier von 2 auf die 4, zurück auf die 2 und wieder die 3 auf der A-Seite. Und dann wieder 3 und dann auf die 4. Also super geiles Thema. Ich werde den Unterstützern und den Patreons natürlich hier auch die Tabs des Songs besorgen. Also da kommen dann Beispiele zum Üben. Das ist nur ein Beispiel. Und wie nähern wir uns dieser Spielweise, die dann im Hardrock verwendet wird von AC/DC? Wir nähern uns mit Songs wie zum Beispiel Back in Black. Und hier hast du auch diese Boogie-Geschichte. Ne? Wenn es dann in die Bridge geht, bei Back in Black hast du das und auch das werde ich euch zur Verfügung stellen. Das klingt dann so. Also kurz. Und das musst du jetzt nicht lernen, ich wollte es dir aber nur zeigen. Ja, Fulun, ich kann mir nicht alles merken, manchmal oder Back in Black Rhythms, das kann schon mal stimmen, ne? Das passt, ne? Genau, jetzt habe ich es richtig gespielt. Und mein Gehirn hat auch mal Aussetzer, das ist völlig normal, weil ich bin live, ne? Aber danke für den Hinweis, ne? Also. So, das ist ein Beispiel, wo ihr euch reinziehen könnt und lernen könnt, ne? Und bei Riff Raff hast du einen ähnlichen. Also, was ich damit sagen will, schaut euch Malcolm Young an und lernt aus den Songs Riff Raff, Back in Black und aus Whole Lotta Rosie lernt den Boogie. Den Boogie-Rhythmus, der ist so cool. Achtet mal auf meine rechte Hand. Alles nach unten gespielt, okay? Also das zu Malcolm Young. Jetzt schauen wir uns etwas ganz, ganz Wichtiges an. Und zwar von Keith Richards. Und mit Keith Richards werde ich heute die Stunde beenden. Und hier kommt jetzt was ganz, ganz Wichtiges. Wir reden noch nicht über Open Tuning, wobei ich euch gleich auch diese Geschichte erklären möchte, sondern wir reden über den Wechsel vom Grundakkord auf die 4, auf den Quartenakkord. Etwas Typisches für den britischen Rock. Ne? Jeder von euch kennt diese Riffs. Ne? Dieses in the street, smiling from her head to her feet. I said, hey, what's your name? Oder und das gucken wir uns jetzt mal genau an, was hier los ist. So, wir bleiben in A. Und wir haben hier einen ganz, ganz wichtigen Wechsel. A ist unser Tonika, unser Grundakkord.
Und was du üben sollst, du greifst den A mit dem Zeigefinger so flach. Und dein nächster Griff ist eigentlich dieser hier. Das ist ein C-Dur-Akkord. Hier in dem Fall verschoben auf D-Dur. Bei C-Dur ist hier dein Grundton. Und jetzt greifst du ihn so. Aber keine Angst, es wird gleich leichter. Also als Barré. Dein Grundton ist hier dann auf D. Und das ist zu A, D, na, wie ein Fasnacht. Grundton, Quarte, Grundton, Quarte, Grundton, Quarte. Und jetzt schau mal, wie man das spielt. Also du greifst das A, kannst den Daumen hier entspannt oben hinlegen und dann die Finger so leicht kippen. Also das ist die Handhaltung. So. Leicht kippen. Und dann hier unten im dritten Bund die nächste Seite freilassen. Und dann hier, es ist als ob du das spielen würdest. Unseren Shuffle. Nur du fügst unten hier noch den Finger hinzu. Und dann kannst du das wie ein Shuffle erstmal so ein bisschen trainieren. Nehmen wir mal den Tube Screamer hier raus. Und jetzt hörst du schon, worauf ich hinaus will. Ne? Auf diese berühmten Grundton-Quartenwechsel von Keith Richards. Einer, wenn nicht der geilste Rock-Rhythmus-Gitarrist der Welt. Also ich muss unbedingt noch ein extra Tutorial machen, wo ich seine Spielweise nochmal detailliert mir anschaue. Wir können so wahnsinnig viel coole Sachen von ihm lernen. Und das jetzt im normalen Tuning gespielt. Ja? Okay, jetzt gehen wir in die Nahaufnahme und schauen mal die rechte Hand an. So. Oh. Achte drauf, ich spiele den offenen A-Akkord. Also du musst lernen, hier zu stoppen, direkt vor der Brücke. Ja, und dann spielst du. Der Vorteil von dieser Geschichte, sie ist verschiebbar. Ja, du kannst also von hier oben und dann das werden wir uns jetzt genau angucken und ich möchte dir noch etwas zeigen, was super, super schön ist. Dafür gehe ich auf meinen Stone Sound hier und wir werden jetzt ein Open Tuning einschalten. Das geht an der Variax sehr, sehr leicht. Ich gehe auf ein Blues Tuning und zwar auf ein offenes G. So, wie klingt das? Das ist das normale Tuning und das ist das offene G-Tuning. Bedeutet, die dicke E-Seite wird auf D heruntergestimmt, die A-Seite einen Ton auf G und die untere E-Seite, die dünne, auch auf D, logischerweise, ist beide gleich. Die G, also die H, G und die D-Seite bleiben. Also wir haben eigentlich bis auf die H-Seite, die unsere Terz darstellt, und so können wir dann den Akkord auch einfach verschieben. Und können offen spielen. So offen, wenn ich jetzt hier spiele, habe ich ein G-Dur. Okay? Unser Quartenakkord wäre dann C-Dur, das wäre dann im 5. Bund ein Barré. Und unser Quintenakkord, also die Stufe 5, wäre dann
ein D. Der Sound, allein der Sound, der ist schon so mega geil mit den Open Tunings. Also, das ist das perfekte Training für den Wechsel vom Grundakkord auf den Quartenakkord. Und die Positionen sind immer typisch verteilt. Was wir jetzt machen, ich zeige euch den Hauptriff, dass ihr den mal sehen könnt. Ich habe auch ein Tutorial gemacht dazu. Und hier absolut nochmal der Anfang im 12. Bund. Ihr seht also, hier habe ich mein A. Wichtig ist, alle 4 Seiten. Und dann im 5. Bund greift Keith Richards den Akkord nur mit dem Finger hier unten, was sehr, sehr cool klingt. Und er hat also jede Menge Varianten, diese Geschichte. Einmal so, dann so, dann so, dann mit dem Finger hier. Dann slidet er einfach rüber. Dann hier unten zum Beispiel spielt er gerne die 8 und die 7. Oh, genial, also hier. Wenn du jetzt als eine leichte Dissonanz hörst, dann liegt es daran, dass meine Gitarre ja noch normal gestimmt ist. Es ist nur die Software, die das jetzt auf G heruntergestimmt hat. Also. Und bei den dünnen Seiten hört man das noch ein bisschen. Wenn ich jetzt lauter machen würde, dann würdest du nichts mehr hören. Also ich empfehle dir, gib in der Suchmaschine meines Kanals Keith Richards ein und dann findest du da auch einige Sachen, die du lernen kannst. Und ja, er ist der Mann, dieser wahnsinnige Rhythmusgitarrist, der so viel tolle Riffs geschrieben hat, ne? Wie Malcolm Young auch. Kann ich nur empfehlen. Okay? Also, nochmal ganz langsam. Der Hauptriff, den kannst du jetzt üben. Der beginnt im 7. Bund. Und hier spielt er dann mit dem Ringfinger auf der G-Seite, also nicht den Akkord, den Quartenakkord, sondern einfach nur. Im 5. Bund springt dann hier vom 8. in den 5. Bund, spielt dann nur den Finger hier unten. Dann im 1. Bund den klassischen Wechsel. Im 3. auch. Und dann hier wieder nur den Mittelfinger. Das ist genial, das ist sowas von genial. Und was die rechte Hand angeht, alles nach unten und dann ab und zu diese Doppelschläge. So, jetzt gucken wir noch mal kurz in den Chat rein, ob da noch Fragen aufgetaucht sind. Also, super, ihr Lieben, kann leider den kleinen Finger nicht benutzen, muss dann halt die Riffs etwas abändern. Ja, wenn den kleinen Finger, Timo, wenn du den nicht benutzen kannst, dann rutsch mit dem Ringfinger einfach rüber. Also das funktioniert dann, okay? So, das waren die Beispiele heute. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Macht bitte Folgendes: Übt den Basis-Shuffle, lernt abzudämpfen, habt Spaß damit. Übt dann den leicht erweiterten Shuffle. Schaut euch die Gitarristen John Lennon an. Schaut euch natürlich die klassischen Blueser an, die 3 Könige, dann Muddy Waters, Freddie King, B.B. King. Okay? Danke, Blue Boy. Herzlichen Dank. Und mein Plektrum hat eine Stärke von 2,75 mm.
und das ist das klassische Plektrum von meinem V-Pick, das ich schon seit Jahren verwende. Ich zeige es euch gerne nochmal. Also die meisten haben sich das schon gekauft. Also das ist das Medium Größe, 2,75 mm Dicke. Okay? Also ihr Lieben, geht durch diese Beispiele, seid so nett und trainiert das. Es ist die Basis von allem, was kommt. Kleine Vorschau, wie geht es weiter? Ja, ich weiß, ihr seid immer neugierig, wie es weitergeht. Die nächsten Folgen, die Reihenfolge, die muss ich noch festlegen, aber die nächste Folge ist dann pure Rockgitarre. Wir werden viele, viele Riffs spielen und lernen. Ich werde euch alle Varianten der Power Chords zeigen, die ich kenne zumindest. Und kleine Vorschau für euch dann jetzt schon mal. Also wir werden uns definitiv, ich stimme jetzt die Gitarre wieder zurück, wir werden uns den Power Chord anschauen mit der Rockgitarre und die klassischen Rhythmen. Die erweiterten Power Chords. Mit der None erweitert, nochmal gestreckt. Und die klassischen wir gucken uns Steve Stevens an, ein fantastischer Gitarrist. Wir gucken uns Lukather an, lernen Tony Iommi, ne, Black Sabbath, ganz, ganz wichtig. Und wir reden auch noch ein bisschen über AC/DC. Also, das ist die nächste Folge. Dann folgt Metal-Gitarre. Bei der Metal-Gitarre lernen wir den Galopprhythmus. Das ist nichts anderes wie ein modifizierter Shuffle. Ne? Aber ein sehr, sehr hypnotischer Groove. Wir reden im Metal natürlich über den wahrscheinlich besten Rhythmusgitarristen im Metal, und zwar James Hetfield. Wir schauen uns das genau an und werden immer wieder feststellen, dass es immer wieder auf diesen Urrhythmus des Shuffles zurückkommt. Deswegen die Motivation. In einer der nächsten Folgen gehen wir dann über zu Funk, Disco, ja, und Pop, und zwar die moderne Musik. Wir schauen uns Foo Fighters an, wir gucken, was Coldplay macht, und wir schauen U2 auf die Finger. Und dann gibt es eine ganze Folge mit Reggae, sodass ich euch da auch nochmal zeige, welches Basiswissen du für Reggae brauchst. Wir gehen auf Punk und Ska, auch das ist wichtig. Und am Ende der 10 Episoden reden wir über über so eine Top 10 oder Top 20 der besten Rhythmusgitarristen. Und ganz am Ende werde ich den Sebastian noch dabei haben, und dann zeigen wir euch ein paar High-End-Rhythmusgitarren, teilweise von der spanischen Gitarre, Flamenco, Rhythmen, und wir zeigen euch zum Beispiel, was John Mayer spielt. So, das sollte es für heute gewesen sein, auch als Vorschau. Ich wünsche dir jedenfalls viel, viel Freude mit diesem Video über diese Beispiele, und ich habe hier gesehen, ich habe hier eine Spende bekommen von Hans. Herzlichen Dank, lieber Hans. Herzlichen Dank für deine Spende. Das ist sehr, sehr wertvoll. So, ihr Lieben, das war's von heute. Ich gucke noch mal kurz rein. Christian schreibt, Achtung, ich habe einen Satz VPX direkt in den USA bestellt, Lieferung nie angekommen. Das ist schlecht. Ich würde dir empfehlen, mal dort nachzufragen. Ich habe auch schon mal dort einen Satz bestellt. Die Lieferung kam erst nach 4 Wochen bei mir an. Vielleicht, lieber Christian, ist deine Lieferung, es kommt auf den Preis an, den du ausgegeben hast, vielleicht liegt die beim Zoll. Das kann auch sein. Also frag doch mal bitte nach. So, ihr Lieben, danke, ich freue mich auch, und Rock'n'Roll. Ich werde so ein bisschen hier einige Rhythmen durcheinander werfen und noch ein bisschen Spaß haben, bevor ich mich hier von euch für heute verabschiede. Tube Screamer raus und
What's with the sweet thing, baby? Das macht Spaß, ne? In diesem Sinne, all along the Watchtower, passt auf euch auf, habt Spaß mit der Gitarre, das ist das Allerwichtigste. Haltet die Motivation hoch, haltet einen täglichen Trainingspegel hoch, genieße jeden Augenblick, lerne diese Basics, sie werden dich nicht überfordern. Mach die ersten 4, 5 Beispiele, üb die kontinuierlich, sodass du Freude und Spaß daran hast. Wir freuen mich, dich nächste Woche begrüßen zu dürfen in der 4. Folge Rhythmusgitarre. Ciao, bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Und ja, bevor du gehst, wäre natürlich toll, wenn du hier noch ein Abo hinterlassen würdest, die Glocke läutest, damit du informiert bist, wenn meine nächsten Videos online gehen. Herzlichen Dank, bis bald. Ciao.